Für die Installation des Kaltwasseranschlusses benötigen wir zum einen den Kompaktanschluss, den weißen Schlauch, eine Wasserpumpenzange und Maulschlüssel. Wir begeben uns jetzt in den Unterschrank direkt unter der Spüle. Dort schließen wir als erstes den aus der Wand kommenden Warmwasseranschluss auf der linken Seite. Auf der rechten Seite schließen wir den Kaltwasseranschluss. Zur Überprüfung öffnen wir die Armatur oben auf der Spüle. Fließt kein Wasser, können wir mit der Installation beginnen. Wir legen uns vorsorglich ein Tuch auf der rechten Seite hinter das Eckventil. Mit dem Maulschlüssel lösen wir die Mutter am flexiblen Wasserschlauch. Unser Tipp: Oberhalb der Mutter kann der Schlauch mit einer Wasserpumpenzange fixiert werden, um ein Mitdrehen des Schlauches zu verhindern. Wir drehen die Mutter von Hand los und fangen das austretende Wasser mit dem Handtuch auf. Auf der linken Seite lösen wir den Schlauch für das Warmwasser, da wir im weiteren Verlauf der Installation einen Dreiwege-Wasserhahn installieren wollen. Wer einen Einweg-Wasserhahn installieren möchte, braucht das nicht zu tun. Wir nehmen den Kaltwasseranschluss zur Hand und achten darauf, dass der schwarze Gummiring im Inneren des Gewindes liegt. Den Kaltwasseranschluss stecken wir jetzt gerade auf das Gewinde am Eckventil auf. Die Mutter fixieren wir abschließend mit dem Maulschlüssel. Den seitlichen Wasserausgang am Kaltwasseranschluss richten wir leicht nach vorne hin aus, sodass er zugänglich bleibt. Wir schließen vorsorglich den Hahn am Kaltwasseranschluss. Von Hand drehen wir die kleine Mutter am Kompaktanschluss einmal ab und stecken die Mutter auf ein Ende unseres Schlauches auf. Den Schlauch stecken wir über die Öffnung am Kompaktanschluss und schieben ihn bis zur Wandung auf. Die Mutter setzen wir auf das Gewinde und drehen diese von Hand fest. Mit dem Maulschlüssel fixieren wir die Verbindung. Gehen wir direkt zum nächsten Video Nummer 2: Installation Abflussstelle.